Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag, das ist der perfekte Tag. Hallo Leute und willkommen zu der November-Ausgabe der Jugendwelle. Mein Name ist Julia und heute werde ich eure Moderatorin sein. In dieser Sendung werden wir das Thema Halloween besprechen. Adela und Bogdan erzählen euch etwas über Halloween-Traditionen in verschiedenen Ländern. Justin wird euch mehr über ein schauriges Spukhaus in Amerika erzählen und Julia, Flavia sowie Eduard stellen euch verschiedene urbane Legenden vor, die man sich gerne zu diesem Fest erzählt. Es wird also gruselig. Und los geht's nach folgendem Lied. Seid ihr neugierig, wie man Halloween in verschiedenen Ländern feiert? Zum Beispiel in Deutschland, England oder Mexiko? Dann passt nun auf, denn Bogdan und Adela erzählen es euch. Entgegen der Kenntnisse vieler Leute stammt Halloween aus der keltischen Kultur und nicht aus den USA. Trotzdem hat sich diese Feier in viele Ländern der Welt verbreitet. Doch überall feiert man es etwas anders und nicht in jedem Land heißt das Fest Halloween. Wir erzählen euch nun etwas über die unterschiedlichen Traditionen weltweit. Die Amerikaner dekorieren ihre Häuser zu Halloween mit gespenstischen Motiven, die Kinder kostümieren sich und gehen von Haus zu Haus mit dem klassischen Spiel Trick or Treat. In Deutschland dagegen feiert man Halloween erst seit 20 Jahren. In einigen Regionen schnitzt man eine Rübe so, dass sie wie ein Jack-O'-Lantern aussieht. Dies ist die typische in einem Kürbis geschnitzte Halloween-Maske. Die Kinder in Deutschland ziehen dann los zum Riabaguastern, zum Rübengeistern. Sie gehen von Haus zu Haus, tragen Sprüche und kurze Lieder vor und bitten dafür um Gaben. Aber sie sind unkostümiert. Für das mexikanische Volk ist der Día de Muerto, der Tag der Toten, sehr bedeutend. Für die Toten einer jeden Familie stehen in den Häusern und an jedem Platz Totenaltäre mit Speisen und Getränken sowie Erinnerungsstücke an die Toten bereit. Die Lebenden feiern ein rauschendes Fest und verabschieden die Toten am 2. November, also heute, auf dem Friedhof mit Tanz, Musik und Speisen. Totenbrot, Totenschädel und Gräber als Naschwerk. Was für uns makaber klingt, ist beim mexikanischen Totenfest fester Bestandteil des Brauchtums. Die bunt verzierten Totenschädel aus Zucker
haben den Namen der Verstorbenen auf der Stirn und werden Calavera de Dulce genannt. Nun aber zum Ursprung von Halloween. Auf der Isle of Man in der irischen See heißt Halloween Hoptuna und wird entsprechend dem keltischen Kalender als eigentliches Neujahr gefeiert. Kostümierte Kinder laufen von Haus zu Haus mit Rübenlanternen und singen typische Hoptuna-Lieder auf Manx, der alten keltischen Sprache. Hier gibt es viele Traditionen, die zur Zukunftsvorhersage dienen. Auf der Insel wird traditionell in der Nacht zuletzt der Herd oder das Kaminfeuer ausgemacht. Dann versucht man in der Asche einen Fußabdruck zu entdecken. Weist der Fuß in Richtung Haustür, ist das ein schlechtes Omen. Jemand in diesem Haus wird im neuen Jahr sterben. Weist der Fußabdruck aber ins Innere, verheißt er die Geburt eines Kindes. Viele Halloween-Orakel drehen sich um die Frage, wer als nächster heiraten wird. In Irland wird zu Halloween zudem ein spezieller Früchtekuchen gebacken und in dem Teig wird ein Ring gegeben. Wer das Stück mit dem Ring erwischt, kommt schon sehr bald unter die Haube. Ein weiteres vor allem in Schottland und Nordengland beliebtes Orakel zu Halloween ist das Nussorakel. In manchen Gegenden wird Halloween sogar als Nutcrack Night bezeichnet. Der Brauch sieht vor, dass ein junger Mann mehrere Nüsse mit dem Namen der als Braut in Frage kommenden Frauen beschriftet. Dann wirft er die Nüsse ins Feuer. Die Nuss, die am hellsten brennt und im Feuer aufspringt, verrät, wer für ihn die richtige ist. Natürlich funktioniert das Nussorakel auch mit vertauschten Geschlechtern. Für bereits bestehende Pärchen gibt es auch eine Variante des Orakels. Je nachdem, ob die Nüsse langsam verbrennen oder laut explodieren, wird die Zukunft des Paars gedeutet.
Was ist eigentlich das gruseligste Spukhaus der Welt? Wo befindet es sich? Und warum ist es so berühmt? All dies erfahrt ihr nur von Justin. Solltet ihr einmal in der Nähe von Pittsburgh in den USA sein, dann geht in das dortige Spukhaus. Das sogenannte Scarehouse ist eine Touristenattraktion für angstlose Besucher. In diesem uralten Haus erschrecken Dämonen, Horrorclowns, düstere Ärzte und Nonnen die Besucher. Unter ihren Masken stecken zumeist Studenten und Rentner, die sich dabei ein bisschen Geld verdienen. Teilweise machen aber sogar richtige Ärzte oder auch Lehrer mit. Speziell zu Halloween ist dies ein beliebtes Ausflugsziel. Die Schauspieler spielen mit den Sinnen der Besucher und verwenden dabei psychologische Methoden, um ihnen Angst einzujagen. Die Räume des Spukhauses werden jedes Jahr neu umgebaut, damit man das Haus immer wieder besuchen kann. Blut, Schleim und andere eklige Flüssigkeiten sind über dem Fußboden verteilt. Natürlich alles nicht echt. Auch mit dem Geruchssinn wird dabei gespielt. So riechen die Operationsräume zum Beispiel nach Blut. Wird es dem Besucher zu viel, dann gibt es ein Codewort, um schnell herauszukommen. Dafür muss man nur laut Bunny rufen und das Team des Spukhauses öffnet einem die Türen in die Freiheit. Es wird sehr oft genutzt, denn das Haus ist so angsteinflößend, dass man nicht nur 30 € Eintritt bezahlen muss, sondern auch noch seine Unterschrift geben muss, damit man hinterher nicht klagen kann, wenn man zu viel Angst hatte. Künstliche Operationsräume, düstere Friedhöfe und blutige Metzgereien sind für viele Besucher ein Grund, bis zu 9 Stunden in das Spukhaus von Pittsburgh zu reisen. Aber so weit muss es gar nicht sein. Auch in Berlin und Hamburg gibt es ähnliche Häuser. Na, und was macht ihr zu Halloween? You know, it's an interesting thing when you consider the Earth peoples who can think are so frightened by those who cannot, the dead. Well, our ship should be regenerated. We better get started. One thing sure, Inspector Clay's dead. Murder. And somebody's responsible. 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 Stop it, Ted. He's close enough. Turn off your electro gun. I can't get it in the jam! I'm in your bowl! Fantastic story I've ever heard. And every word of it's true, too. That's the fantastic part of it. Wer gruselige Geschichten zu Halloween mag, der kann sich nun auf den folgenden Beitrag von Flavia, Julia und Eduard freuen. Denn die drei werden uns nun einige der besten urbanen Legenden oder besser bekannt als Urban Legends erzählen. Die gruseligste Horrorgeschichte, die es gibt, ist eigentlich die Wirklichkeit. Und was sogar schrecklicher ist, dass wir manchmal nicht feststellen können, was wahr ist und was nicht, denn unsere Fantasie kann uns weit führen. Aber wie weit ist zu weit?
Deswegen haben wir für euch eine Top 5 der verrücktesten Verschwörungstheorien vorbereitet. Wir lassen euch selbst die Linie zwischen Fantasie und Wirklichkeit ziehen. Los geht's! Theorie 5. Der Mandela-Effekt. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, vielleicht auch nicht. Der Name aber sollte allen bekannt vorkommen. Der Mandela-Effekt besagt, dass manche scheinbar unerklärliche Diskrepanzen zwischen unseren Erinnerungen und der Wirklichkeit durch zufällige Reisen zwischen parallelen Universen verursacht werden. Der Grund, warum der Mandela-Effekt heißt, ist, dass viele sich erinnern, Nelson Mandela sei in den 80er Jahren im Gefängnis gestorben. Als Mandela im Dezember 2013 wirklich verstarb, verwirrte das sehr viele Menschen. Jetzt wird es aber unheimlich. Es gibt sogar ein Buch namens Englisch lebendig, das 1991 veröffentlicht wurde, in dem geschrieben steht, Nelson Mandela ist am 23. Juli 1991 gestorben. Manche Menschen sehen darin nun den Beweis, dass der Menschenrechtler wirklich vor langer Zeit gestorben ist, allerdings in einem parallelen Universum. Weitere Beispiele für diesen Effekt sind folgende. Die Spitze von Pikachus Schwanz ist nicht schwarz, wie alle glauben. Darth Vader sagt nicht Look, I am your father, sondern No, I am your father. Kit Kat wird ohne Bindestrich geschrieben. In dem Film Schneewittchen heißt es nicht Mirror, Mirror on the Wall, sondern Magic Mirror on the Wall. Und Queen's Lied endet nicht mit No time for losers, 'cause we are the champions of the world, denn es gibt kein of the world am Ende. Theorie 4. Die Mondlandung ist nie passiert. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oder nicht? Es ist eine der beliebtesten Verschwörungstheorien. Die Mondlandung wurde gefälscht, weil die US-Regierung sich dringend wünschte, den Wettlauf zum Mond gegen Russland zu gewinnen. Neil Armstrong und Buzz Aldrin seien nur 2 Schauspieler und die Landung sei auf einem geheimen Filmset gedreht worden. Wie sind die Menschen darauf gekommen? Eine Antwort. Die Flagge bewegt sich in den Aufnahmen von der Mondlandung, als ob sie im Wind wehen würde. Aber es gibt doch keinen Wind im Weltall. Und was ist mit den 3 Astronauten, die während des Testens der Ausrüstung bei einem Feuer gestorben sind? Laut der Verschwörungstheorie wurden sie ermordet, weil sie die Wahrheit enthüllen wollten. Theorie 3. Die CIA hat den HIV-Virus erschaffen. Die HIV-Krankheit ist kein schöner Teil der Geschichte. Viele sind daran gestorben. Und viele glauben, es war kein Zufall. Die Theorie besagt, dass die CIA den Virus in militärischen Laboren erstellt habe, um Homosexuelle und Afroamerikaner zu töten. Verbreitet wurde diese Theorie unter anderem von Thabo Mbeki, dem ehemaligen Präsidenten von Südafrika, der auch wissenschaftliche Erkenntnisse bestritt, die besagen, dass die Krankheit in Afrika entstanden ist. Oder Wangari Maathai, die Ökologin aus Kenia, die den Friedensnobelpreis gewonnen hat und die Theorie ebenfalls unterstützt. Ist sie wirklich nur eine weitere Verschwörungstheorie? Man kann nichts sicher behaupten. Theorie 2. Vorausschauende Programmierung. Die Katastrophe vom 11. September wurde von Filmplakaten, Werbungen, Comicbüchern, Albumcover und vielen anderen Medien vorhergesagt. Unter anderem sogar in Kinder-TV-Shows wie Johnny Bravo und den Simpsons. Aber das ist nicht das Schrecklichste an dieser Theorie, sondern all dies sei Teil von etwas, das vorausschauende Programmierung genannt wird. Was das heißt ist, dass die Medien die Menschen vertraut machen mit Ereignissen, die geplant sind und in der Zukunft stattfinden werden, sodass, wenn sie eingeführt werden, die Menschen schon daran gewöhnt sind und sie schneller akzeptieren. Sachen wie Mikrochips in menschlichen Körper, 3D-Gesichtsscansysteme, Fingerabdruckscanner, Smartwatches, die heute schon erfunden sind, wurden uns seit vielen Jahren gezeigt. In Filmen, Büchern, Fernsehsendungen. Sie waren keine Überraschung und deswegen haben wir sie nicht abgelehnt, als sie verwirklicht wurden. Worauf sie uns als nächstes vorbereiten, ist eine Frage, die wir noch nicht beantworten können. Wer diese sie aber sind, erfahren wir gleich. Theorie 1. New World Order. Ihr habt alle bestimmt von den Illuminati gehört, aber das ist nur ein kleines Stück in dem großen Puzzlespiel. The New World Order ist nach einer bekannten Verschwörungstheorie eine geheime Machtelite, die den Plan hat, alle souveräne Staaten der Welt durch eine einzige autoritäre Regierung zu ersetzen und die Welt zu beherrschen.
Aber was bringt Menschen eigentlich dazu, sich überhaupt für urbane Legenden, Verschwörungstheorien, Horrorgeschichten, Paranormales und Angsteinflößendes zu interessieren? Thematisieren wir all diese Sachen in Literatur oder in Filmen, damit wir einfach nur einen Adrenalinkick spüren? Ja und nein. Unsere Neugier wird nicht nur von Hormonen ausgelöst. Grundsätzlich sind Erzählungen und Anekdoten über Geister und besessene Menschen faszinierend, da sie unsere spirituelle Seite ansprechen. Es ist menschlich, dass Unerklärbares starke Reaktionen auslöst, vor allem wenn es um schreckliche Ereignisse geht. Auch sind Horrorstories fast so alt wie die Menschheit selbst, könnte man behaupten. Von Dämonen, vom Teufel, von gefallenen Engeln sprechen die Bibel, die Tora, der Koran. Das Böse, das unerklärlich Schlechte in der Welt gibt es auch in verschiedenen Formen im Rahmen jedwelcher Religion oder Weltanschauung. Die Menschheit wird also mit ihren bösen Geistern groß, oder die bösen Geister passen sich an die Entwicklung unserer Gesellschaft an. Denn eigentlich glauben viele von uns an Geister, seien es nun gute oder böse. Ein Christ glaubt an den Heiligen Geist als Teil der Dreieinigkeit und kann gleichzeitig die Existenz des Teufels nicht bestreiten. Dann gibt es auch viele spirituelle oder religiöse Gruppen, die in jedem und allem eine Seele oder einen Geist sehen, so zum Beispiel die Animisten, die in enger Verbindung mit der Natur leben. Wenn also die wichtigsten Religionen der Welt sowie die meisten alten und neuen Gemeinschaften oder Kulte Geister zu einer zentralen Thematik machen, ist es gar nicht verwunderlich, dass sich Menschen auf Geisterjagd begeben. Und auch die Personen, die nicht mitten in der Nacht Bigfoot, UFOs oder dem Teufel höchstpersönlich nachlaufen, kuscheln sich gerne neben ihrem Partner auf dem Sofa ein, um sich einen angsteinflößenden Film anzuschauen. Dabei krachen in unseren Gehirnen wohl die Logik und die Spiritualität aufeinander, denn täglich wird uns beigebracht, nachvollziehbare Schlüsse zu ziehen, jede Meinung gut zu begründen, für alles eine sinnvolle wissenschaftliche Erklärung zu finden. Bietet ein guter Horrorfilm dann nicht die ideale Möglichkeit zum Abschalten und Loslassen? Man glaubt gerne, dass der Plot tatsächlich wahr sein könnte. Man lässt sich ebenso gerne einen Schreck einjagen. Hier erst kommt Adrenalin ins Spiel, denn man denkt automatisch, nein, das kann es nicht geben, aber gleichzeitig stellt man sich leise die Frage, oder etwa doch? Unsere grundlegend menschliche Spiritualität und der Aufbau unseres Gehirns sind also zwei wichtige Gründe, weswegen jedes Jahr vor und an Halloween etliche Gruselfilme in den Kinos laufen, weswegen wir uns gerne verkleiden, weswegen True Crime und Paranormal Experience Serien so viel geschaut werden. Auch gibt es auf YouTube unzählige Kanäle, die sich ausschließlich mit diesen Themen beschäftigen und generell lukrativ sind. Tatsächlich sind wir auch viel weniger rational und objektiv, als wir gerne von uns selbst glauben würden. Studien, die in den Jahren 2001, 2005 und 2006 in den USA durchgeführt wurden, belegen diese Aussage. Mehr als die Hälfte der befragten Personen gaben an, sie glauben im religiösen Sinne an eine höhere Macht. 40% der Befragten glaubten an Geister, Geisterhäuser und bösartige Dämonen, die uns manipulieren können, während mehr als 20% von der Existenz der Hexen, Telepathie und übernatürlichen Prophezeiungen überzeugt waren. Wir möchten also an das Böse glauben. Und Angst haben kann auch Spaß machen. Daher steht es auf dem alljährlichen Halloween-Programm in vielen Ländern. Wie lasst ihr euch dieses Jahr erschrecken? Sucht ihr in dem siebenbürgischen Geisterwald Hoya Baciu nach Dracula und dessen Gefährten oder klingt ein gemütlich angsteinflößender Filmabend auf der Couch doch besser? I'm here and I'm very, very happy here. I don't know what I did to deserve to be here, and I'm embarrassed that I can't express how good I feel about what I'm doing and being given this opportunity. I've made the conscious choice to willfully exit this vehicle or body that I'm wearing, fully aware that to stay here, to reject the choice to go to the next level, to separate from the kingdom of God is suicide. We have three of our classmates here, Jimoti, Alodi, Devoti, and they all felt like they'd like to say something to the world before we leave.
going home. We've got a place to go to. And you're going to find this old crummy vehicle in a bunk someplace that I'll probably be watching when you check it out and observe your responses and your reaction when you look at these vehicles. And they're all nothing but containers that we've used and borrowed for a short amount of time. How these space-age messiahs were going to leave on a UFO and take everybody to heaven from this small town, Oregon. People were leaving their families, leaving their possessions, hitting the road. Somebody on the other side of this camera watching this tape would probably say, "What's going on? You're deluded, or you're brainwashed, or whatever." From our perspective, my perspective, this is the answer to everything. One last thing we'd like to say is 39 to beam up. Thank you. Unsere Jugendwelle ist nun leider zu Ende. Aber bis zum nächsten Mal könnt ihr uns gerne auf Facebook unter Jugendwelle Temesvar besuchen. Wir würden gerne Ideen oder Feedback von euch hören, also hinterlasst uns einen Kommentar. Bis bald, eure Julia. Das ist die perfekte Welle. Jugendwelle.